Heute schauen wir uns das Verb ziehen mit verschiedenen Präfixen an. Das Verb ziehen ist sehr flexibel und kann je nach Präfix unterschiedliche Bedeutungen haben. Beginnen wir mit den häufigsten Präfixen. Anziehen. Anziehen bedeutet Klamotten anlegen oder attraktiv sein oder anziehen im übertragenen Sinn. Zum Beispiel, zieh deine Jacke an, es ist zu kalt. Die Stadt zieht viele Touristen an. Das Wort kann auch reflexiv verwendet werden, dann bedeutet es, Klamotten anzuziehen. Oft das erste Mal am Tag. Ich muss mich warm anziehen. Ziehst du dich vor oder nach dem Frühstück an? Ausziehen. Ausziehen ist das Gegenteil von anziehen. Kleidung anziehen oder von einem Ort wegziehen. Zum Beispiel, ich ziehe die Schuhe aus, bevor ich ins Haus gehe. Er ist letzte Woche aus der Wohnung ausgezogen. Genau wie beim vorherigen Verb kann dieses auch reflexiv sein. Man muss sich bei der Sauna ausziehen. Sie zieht sich aus, bevor sie ihren Schlafanzug anzieht. Einziehen. Einziehen kann bedeuten, ein Haus oder eine Wohnung zu beziehen oder etwas aufzunehmen. Zum Beispiel, wir ziehen nächsten Monat in die neue Wohnung ein. Der Ausweis wurde vorläufig eingezogen, bis die Polizei mit der Ermittlung fertig ist. Umziehen. Umziehen bedeutet den Wohnort wechseln. Zum Beispiel, wir ziehen nach Berlin um. Wann ziehst du um? Man muss aber aufpassen, da das Verb sich auf Klamotten bezieht, wenn man es reflexiv verwendet. Vor vielen Jahren habe ich einen Mann gefragt, ob er mir helfen könnte, weil ich mich umziehen muss. Das war ein bisschen unangenehm. Das kann ich doch alleine machen. Hier 2 echte Beispiele für die reflexive Variante. Wenn man viel geschwitzt hat, dann sollte man sich umziehen. Vor dem Schwimmunterricht ziehen sich die Kinder um. Zurückziehen. Zurückziehen hat oft die Bedeutung etwas zurücknehmen. Zum Beispiel, er hat seine Bewerbung zurückgezogen. Wir ziehen das Angebot zurück. Wenn dieses Verb reflexiv verwendet wird, dann heißt es, Zeit für sich zu nehmen, also alleine zu sein. Nach dem Streit zog sie sich in ihr Zimmer zurück. Wenn es so kalt wird, ziehe ich mich von meinen Freundschaften zurück. Ich schaffe es einfach nicht, im Winter so oft rauszugehen. Abziehen. Abziehen bedeutet meistens wegnehmen oder entfernen. Zum Beispiel, die Polizei hat den Verdächtigen von der Szene abgezogen. Ich habe das Geld vom Konto abgezogen. Durchziehen. Dieses Verb gibt es trennbar und nicht trennbar. Die trennbare Variante wird häufiger verwendet und bedeutet, dass man etwas schafft. Zum Beispiel, du hast deinen Plan, Deutsch zu lernen, wirklich durchgezogen. Nicht jeder kann sowas durchziehen. Die untrennbare Variante beschreibt, wenn sich etwas durch etwas ausbreitet. Zum Beispiel, dicker Nebel durchzieht das Tal. Der Geruch von frisch gebackenem Brot durchzog die Küche. Entziehen. Wenn man dieses Präfix schon kennt, dann wird man vielleicht schon raten können, was dieses Verb bedeutet. Es beschreibt, wenn etwas weggenommen wird. Zum Beispiel, wenn jemand plagiiert, kann sein Abschluss entzogen werden. Die Zulassung wurde entzogen. Beziehen. Hierbei geht es darum, zum einen etwas zu bekommen oder zum anderen etwas mit Stoff zu versehen. Die zweite Bedeutung klingt ein bisschen kompliziert. Aber hauptsächlich geht es darum, die Bettwäsche auf die Kissen, die Decke und die Matratze zu tun. Man bezieht also ein Kissen, eine Decke oder das Bett.
also die Matratze. Zum Beispiel, ich beziehe eine Rente erst, wenn ich älter bin. Morgen bezieht er sein Bett. Wenn ihr diese Präfixe gut kennt, könnt ihr die Bedeutung von vielen neuen Verben erkennen, selbst wenn ihr sie noch nie gehört habt. Das hilft nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Verstehen von Hörtexten. Probiert am besten selbst Sätze zu bilden. Nehmt ein Präfix und kombiniert das mit ziehen oder einem anderen Verb und überlegt, was die Bedeutung sein könnte. So bleibt das Gelernte viel länger hängen. Viel Spaß dabei. Ciao!